In meiner Reihe Ein Stempelset 5 Ideen geht es weiter mit dem Stempelset Flaschenpost. Heute eine einfache Stempeltechnik, und zwar die Maskiertechnik. Diese Karte wird es, wie ich die gemacht habe, das zeige ich dir jetzt. Also bleib dran und sei gespannt. Hallo und herzlich willkommen in meiner Kreativwerkstatt. Schön, dass du dabei bist. Ich bin Angela von der Stempelfamilie. Und du kennst sie vielleicht schon, meine Reihe Ein Stempelset 5 Ideen. Wir sind jetzt beim Stempelset Flaschenpost. Ihr habt gewählt und das sollte es sein. Ja, Maskiertechnik habe ich auch schon öfter gezeigt, ist heute mal wieder dran, bietet sich einfach an bei diesem Stempelset und wenn ich solch eine Karte stempeln möchte. Es wird eine Grußkarte, die man für verschiedene Anlässe verwenden kann. Glück und Freude im Überfluss. Vielleicht stempeln wir heute auch noch Botschaft mit lieben Grüßen drauf. Schauen wir drauf mal. Im Katalog gibt es Stampin' Up Abdeck Maskenpapier. Das verwenden wir heute. Ja, alle von mir verwendeten Produkte kannst du direkt über meinen Online-Shop bestellen oder direkt bei mir. Ich habe alles für dich in der Beschreibung verlinkt oder schreib mir einfach eine Nachricht. Gut, zu dem Stempelset Flaschenpost gibt es auch noch eine Handstanze, hier diese Flasche und verschiedene andere Dinge. Heute, wie gesagt, die beiden Sachen, die ich zeige. Ich nehme eine vorgefertigte Karte. Diese hier gibt es in der Celebration ab 1. Juli. Das ist in Lindgrün, also verwenden wir das auch. Das wird die Unterlage. Geht immer relativ schnell. Man sagt, braucht man nicht, aber hin und wieder sagt man sich, braucht man vielleicht doch. Ich hatte letztens schon so eine Karte gezeigt, ganz schnell und trotzdem eine besondere Karte. Ja, dann habe ich eine Auflage zugeschnitten in Grundweiß in 8 x 12 cm. Und die Mattung dazu habe mich entschieden für Waldmoos in 8,5 x 12,5 cm. Falls es schief geht, das Ganze noch zum zweiten Mal und ein Schildchen mit meinen neuesten Lieblingsstandsformen. Das sind hier diese Büttenränder, gibt es auch im neuen Jahreskatalog. Ja, verlinke ich alles in der Beschreibung. Das wird die Karte 8 x 12. Ich habe mir noch eine dritte Farbe dazu geholt. Also ich habe Lindgrün, Waldmoos und nehme dazu noch Marineblau. Ja. Wie geht das mit dem Maskierpapier? Ich hole hier mal so einen Schnipsel raus. Ich hatte natürlich einen, den habe ich jetzt hier bei meinem ganzen Geplauder schon wieder verschleppt. Also nehmen wir uns den nächsten Schnipsel. Hier ist das Maskierpapier. Die eine Seite, da kann man eine Schutzfolie abziehen und auf der anderen Seite kann man einfach stempeln. Ich lege hier mal meine Blüten, mit denen hatte ich ja schon mal was gezeigt, beiseite. Und nehme die Stempelform, in dem Fall die große Flasche. Ich habe auch ein bisschen was vorbereitet, aber zeige dir das mal, wie ich das so anfertige. Ich stempel das hier drauf. Waldmoos, man hätte es wissen können, ist schon so gut wie ausgetrocknet. Ich muss mal was nachfüllen. Ist ja auch schon eine ganz lange Farbe. Okay, aber hier siehst du es. Und in dem Fall stanze ich das nicht, sondern ich schneide das wirklich randgenau aus. Randgenau ist auch ein schönes Wort. Gibt es das überhaupt? Wenn nicht, haben wir es jetzt erfunden. Okay, schneide ich also einfach aus. Und das Papier, dieses Abdeckpapier für die Maskiertechnik. Abdecken und Maskier ist praktisch ja das gleiche in dem Fall. Das lehrt sich ja. Kann ich einmal auseinander machen an der Stelle, wo das praktisch zerschnitten ist auf der Rückseite, aber ich kann hier auch ganz einfach entweder mit dem Finger oder mit einem kleinen spitzen Gegenstand, Pinzette oder Greif oder hier auch gerade den Namen nicht weiß, Aufhebhelfer, jetzt habe ich es, kann ich die Schutzfolie abziehen. Und das Ganze ist non-permanent, also es klebt, aber ich kann es immer wieder abziehen. Okay, hier habe ich natürlich schon mal so ein paar Elemente vorbereitet. Und jetzt stempeln wir einfach das Ganze. Und in meiner Karte, die ich dir gezeigt habe, ist ja der Effekt, dass wir eben nicht nur die Gläser, die Flaschen so nebeneinander stellen. Also ich sag mal jetzt so nebeneinander stellen, dass hier eine steht. Und vielleicht links und rechts außen noch eine.
sondern der Effekt ist, dass wir die Flaschen hintereinander bauen können. Und das machen wir eben auch. Ich gehe mal hier hin. Und wollen wir gucken, ob wir auf die andere Seite noch eine kriegen. Das machen wir. Schauen wir nochmal mit unserem Waldmoos. Das stempeln wir jetzt hier drüben. So. Super. Ja, so wollten wir das so haben. Wunderbar. So, und jetzt kommen wir zu unseren Abdeckelementen. Setze ich also diese Flasche hier auf, und zwar so genau wie möglich auf die Flasche, die gestempelt ist. Dann haben wir hier noch eine. Setzen wir da drauf. Und je mehr Elemente wir haben, umso mehr können wir gleichzeitig arbeiten. Es geht aber auch alles nacheinander. So, und du siehst, die habe ich also schon mal locker mehrfach verwendet. Kann ich auch weiter verwenden. Jetzt ziehen wir hier die noch ab. Da kommt sie. Okay. Setzen wir hier drüben hin. Ganz gut, wenn man sich die Farben merkt, allerdings ist das manchmal ganz egal. So, wenn die ein bisschen weiter hinten stehen, bedeutet, sie gehen nicht hier unten über die Kante. Also machen wir so einen kleinen Exkurs in die Perspektive. Dies hier unten ist die Linie, die stehen vorne, diese Flaschen. Also alles, was wir jetzt stempeln, sollte weiter da hinten stehen, sonst funktioniert das vom Anschauen nicht. So, und wir können praktisch mit dem ersten oder zweiten Abdruck arbeiten. Dazu hole ich mir mal kurz ein Schmierpapier. Ich habe aufgeräumt, hast du es gesehen? Und deswegen liegen solche Sachen nicht mehr so einfach vor der Nase, sondern weiter weg. Okay, jetzt also diese Flasche etwas weiter nach hinten. Setzen wir mal dahin im zweiten Abdruck. Kleiner Schatten unten, macht gar nichts. Putzen wir und gehen auf die andere Seite mit unserem Lindgrün. Da das hier doch recht hell ist, nehmen wir da einen ersten Abdruck. Setzen wir da oben hin. Du könntest auch, wenn du noch bessere Abdrucke haben wolltest, Stempelunterlage drunter legen, dann wird das alles noch ein bisschen schöner. Ja, geht auch. Und jetzt nehmen wir diese kleinen und dazu müssen wir Flaschen umsetzen. Zieh mal hier ab. Du siehst, die stehen schön hintereinander. Und jetzt setze ich die kurzen Flaschen noch ein Stück weiter hinter und dadurch sieht man, man könnte sich vorstellen, es ist eben eine lange Flasche. Ja, du verstehst, dadurch, dass die da hinten sitzt, wirkt das ein bisschen so, als ob die verlängert wäre. Mein Waldmoos, gucken wir mal. So. Und jetzt setzen wir das hier hin. Gut drücken, siehst du, stempelt viel besser ab. Ziehen wir uns das mal ab. Schauen uns das mal an, wie die schön hintereinander sitzen. Und hier auf der anderen Seite setzen wir uns jetzt auch noch mal dieses Element auf diese drauf. Bündig. Super. Und können wieder in die Lücke da hinten noch eine Flasche stempeln. Und dann nehmen wir auch die und nehmen die im Blauton. Marineblau und setzen das da hinten hin. Ja. Und jetzt ziehen wir mal all unsere Masken ab. Wir nehmen die Masken ab und schauen mal, was wir hier der Reihe nach gestempelt haben. Ja. Und schon haben wir eine Ansammlung von Flaschen. Hier siehst du, da habe ich nicht ganz aufgepasst. Das wäre vielleicht nochmal so ein Fall. Ich stempel da jetzt nicht noch drüber, weil das kommt nicht gut. Fürs nächste Mal, die Unterlage war eine gute Sache, dass wir das noch ergänzt haben. Aber grundsätzlich bin ich sehr zufrieden, weil das sieht eigentlich ziemlich gut aus mit unserer Ansammlung von Flaschen. Ja, Maskiertechnik, so einfach geht's. Ich mache jetzt hier mal die Stempelfarben zu, auch wenn ich gleich nochmal eine brauchen werde. Und zwar werde ich die dann im Blau stempeln, im Marineblau. Ich werde mal aufeinander setzen. Ganz einfach, man könnte auch hier natürlich wieder eine Falzung in der Mitte ansetzen, das Ganze als Iselkart bauen. Machen wir jetzt spontan aber nicht, oder wollen wir? Nee, wir machen das nicht. Wir arbeiten mit einem Faden, ist auch eine Option. So, und dann nehmen wir, was haben wir hier?
Ich habe blaues nicht, so ein bisschen dieses gefällt mir ganz gut. Das ist da in der Mischung drin. Cordel Basics im Set. Und die wickel ich hier unten einfach drum. Warum nicht? Je nachdem, wie viel ich von meiner Kordel hergeben will. Bisschen weniger oder ein bisschen mehr. Setze das Ganze jetzt an eine Stelle, wo ich denke, da passt es gut. Setze mir einen doppelten Knoten und meine Schleife dann oben drauf. Kann ich immer noch schieben, auch schön. Bei den Schleifen ist ganz gut, wenn das Band nicht zu sehr verdreht ist, sonst gibt es so gedrehte Schleifen, wirst du sicher gleich sehen. Weil mein Band verdreht ist. So, ich ziehe hier, lege das so gerade und ziehe da auch. Du siehst, was ich meine mit verdrehten Schleifen. Aber funktioniert eigentlich ganz gut. Sieh hier, das Schlüpfrige, warte. So ein kleines Tierchen. So, ziehen wir jetzt. Super. Das passt schon. So, nun haben wir gesagt, wir könnten eventuell auch noch stempeln. Was war es? Ich weiß es nicht mehr. Ich gucke nochmal. Botschaft mit lieben Grüßen oder alles Liebe oder so. Aber wir wollen es auch nicht übertreiben. Deswegen schauen wir hier erstmal in Ruhe. Das passt da eigentlich wunderbar drauf. Ich setze das mit Abstandsklebepunkten erstmal auf meine Mattung. Du erinnerst dich, die ist 8,5 mal 12,5. Dann haben wir die Elemente schon mal aufeinander gesetzt. Ich habe aufgeräumt. Normalerweise haue ich die Klebepunkte ja so einfach um mich. Also die Abdeckfolie, aber das geht natürlich nicht, wenn ich aufgeräumt habe. Da liegen die jetzt auf dem Haufen, du glaubst es nicht. Doch, das ist so. Irgendwann wird schicky. So, das setzen wir da drauf. Das ist schon mal schön, ne? Bin mir noch nicht sicher, was ich haben möchte. Ich habe noch eine ganz andere Idee. Ich nehme diese Karte, ich messe das einmal aus. Das ist 10,8. Dort vermitteln wir 10,8. Das schaffen wir sogar ohne Papier und Bleistift. Da ist die Mitte 5,4, oder? Ja, nehmen wir. Hier, das stimmt nicht. Das passt. Wunderbar, haben wir uns einfach eine Mitte eingezeichnet und falzen das hier mal drauf und können dann unser Element hier hinstellen. Warum denn nicht? Na, schau mal, das ist doch schicki, oder? Das ist doch richtig schicki. Wenn wir das jetzt hier haben, überlege ich, wo ich klebe es mittig auf. Genau. Und zwar nehmen wir nochmal die Klebepunkte. Jetzt dran denken, wir kleben es unten hin. Unteren Teil. Spontan mag ich ja auch. Siehst du, und da ist aus dieser einfachen Karte gleich eine Karte, die ein bisschen gefaltet ist. Und wir können sie hinstellen und das machen wir. Aber erstmal schauen wir, dass wir sie geschlossen schick haben und offen auch. So, das ist geschlossen. Und jetzt falten wir sie hoch und da steht sie. Und da können wir natürlich gleich noch, ich habe einen Punkt auf der Linse, glaubst du es? Ja, dann können wir unseren Text hier unten hinstempeln und da werde ich mir dann gleich, wenn du wieder nicht mehr dabei bist, noch einen farbigen Karton hier unten zuschneiden und drunter legen. Hier kommt dann wieder mit Abstand mein Gruß hin und zwar ist das Glück und Freude im Überfluss und den stempeln wir noch in, erstmal muss man finden, da unten, wir haben ihn zugeklatscht, glaubst du es? So, da ist er. Glück und Freude im Überfluss in den tollen, wie heißt das, hab's vergessen, Marineblau. So, schön gerade drauf. Tja, super, sehr schön geworden. So, mit O. Wir legen das jetzt auf, weil du hast ja schon gehört, ich brauche da noch ein Stück Farbkarton und den habe ich gerade aufgeräumt, woanders liegen, ist klar. Okay, so, jetzt arbeiten wir schon wieder am Schlussbild. Also wir haben hier einen wunderschönen Umschlag, den legen wir uns hier hin. Wir haben einmal die Karte mit der Maskiertechnik flach und einmal zum Aufstellen. Hier denkst du dir jetzt einen
waldmoosfarbenen Streifen und da drauf steht Glück und Freude im Überfluss. Das Ganze mit dieser Karte, das ist die andere Karte, meine Vorlage. Das ist das, was draus geworden ist und ich hoffe, es gefällt dir. Ja, wenn dir mein Projekt gefallen hat, gib mir einen Daumen hoch. Freue dich auf 4 weitere Ideen, Karten, Bücher, was auch immer mit dem Stempelset Flaschenpost. Kannst du hier auf meinem YouTube-Kanal sehen. Also am besten abonnieren, wenn du es noch nicht gemacht hast, und auf die Glocke neben dem Abo-Button klicken, da ist das K. Dann verpasst du hoffentlich keine meiner weiteren Anleitungen. Hier geht es weiter mit noch mehr Tipps, Ideen, also bleib unbedingt dran. Ich freue mich auf dich. Bis gleich in einem meiner nächsten Videos. Deine Angela von der Stempelfamilie.